Es geht um die Geschichte dieses Autos, der geistige Vater des Samba-Bus-Projekts. Und wir gehen ja gleich auf diese kleine Tour mit dem Auto und wir werden Publikum haben. Hier haben wir schon das nächste Abenteuer und wir machen noch viel, viel mehr. So, die Lesung hat ja ganz gut geklappt und dann lassen wir die heiße Silvia zurück Ich glaube, hier sind wir verkehrt. und fahren noch woanders hin, denn ich habe hier jemanden kennengelernt, der den Standard auch noch aus seiner Kindheit kennt. Und zwar ist es der örtliche Renault-Händler und da fahren wir jetzt mal hin, denn dort soll noch eine ganz schöne Überraschung auf uns warten. Das schauen wir uns jetzt mal an. Das sieht schon ganz gut hier aus. So, liebe Kinder, hier haben wir schon das nächste Abenteuer. Ich bin ja gerade in Westerwald unterwegs und jetzt guckt euch das mal an. Ein wunderbarer T2A-Bus mit Porsche Diesel Beschriftung hier vom Autohaus Schröder. Und den müssen wir natürlich jetzt mit einem Fevip rundum sorglos Paket wieder schnell auf die Straße bringen. Das Auto ist von Harald Schröders Papa. Den habe ich hier kennengelernt. Das ist ein ganz knorker Typ. Und der ist genauso irre wie ich. Und da haben sich zwei gefunden. Und ich glaube, das werden wir in ein paar Wochen auf die Straße bringen, das Auto. Ne? Das müssen wir machen. Und wir machen noch viel, viel mehr. Kommt mal gerade mit. So, jetzt seht euch das mal an, ein Hanomag Markant. Das ist der Abschleppwagen von Haralds Papa. Das ist ein Familienbetrieb hier im Westerwald. Und der wird auch wieder auf die Straße, brauchen wir länger als ein paar Wochen dafür. Ja? Aber auch wieder, und jetzt kommt der absolute Knaller. Der Vorgänger von diesem Hanomag Markant war ein 56er T1. Und das Gerücht geht, dass obwohl der hier im Westerwald auf den Schrottplatz gegangen ist, der immer noch auf diesem Schrottplatz liegt, tief vergraben in der Erde. Das kriegen wir in diesem Jahr nicht mehr geregelt, aber im nächsten Jahr, Harald, das ist gesetzt, ja, gehen wir mit dem Mini-Bagger auf die Suche und wollen mal gucken, weil der T1, der hat genau so eine affengeile Porsche-Beschriftung an der Seite, schon allein für die Beschriftung. Und wenn wir nur die Seitenwand aus dem Trichter ziehen, egal. Und da werden wir dann schlussendlich die Phalanx vom T1 und dem Hanomag und dem T2 nebeneinander stellen. Machen wir? Wird eine super Geschichte. Kriegen wir hin. Jo. Und Harald hat noch ein paar Überraschungen im Keller. Er wäre ja kein echter Automann, wenn er jetzt nicht noch 50 bis 100 Autos in Reserve hätte. Ich habe aber die Stopfen gesammelt. Ja. Aber es wäre ja ein einfaches, die zu kopieren. Aber die Batterien haben wir an Lager. Mit den freien Polbrücken und trocken vorgeladen wartungsfrei in 66 und 77 Ampere. Jo. Okay, kannst du haben. Sehr gut. So, Kinder, seht ihr das? 6 Volt sind mir hold. Wie ich eingangs schon erwähnte, ist das natürlich die einzig sportliche Lösung. Ne? 12 Volt Umrüstung, ne? Harald, da sind wir uns ein. Das geht nicht. Das ist was für Wussis. Richtig. Das ist wassergekühlt. Der ist wassergekühlt? Wassergekühlt. Warum ist der so klein? Da ist ein Kühler. Aber wieso hat der hier... Lüftungs. Ja. Das hat der. Und hier an der Seite hat er die Lüftungsgitter vor der Kotflügel. Hast du früher Kottern ermittelt geguckt? Nee? Dann haben die ein paar von den Autos kaputt gefahren. Ja, das psychiatrische Schadensbild sieht irgendwie bei uns allen gleich aus, wovon diese Bilder einen letzten Eindruck geben, bevor es dann wieder nach Haus geht. Vorher müsste ich aber noch
die Nummern wieder umschrauben, damit es keinen Ärger mit den Freunden vom Grün-Weißen Sportverein gibt. Also die schicken Siegburger Kennzeichen wieder in den Kofferraum und auf geht's wieder zurück nach Bonn. So, wenn euch das gefallen hat, dann klickt doch auf den Abo-Knopf. 2022 haben wir einiges auf der Agenda. Wir fahren mit dem Samba-Bus auf eigener Achse von Bonn nach Hessisch-Oldendorf. Das wird ein riesengroßes Road-Movie mit ungewissem Ausgang. Wir fahren nach London zur Volksworld Show, wir fahren zu Mark Spicer, wir fahren natürlich nach Spa, wir graben noch mindestens 2 Autos aus und gucken mal, was sich sonst noch so alles tut. Bis demnächst.